Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier in der Brickworld. Und wie ihr wisst, momentan ein bisschen ein anderer Zustand, da wir ja unser drittes Kind bekommen haben. Aber heute in diesem Video geht es nicht darum, sondern darum, dass ich euch zeigen möchte, was ich noch Tolles an Fanpost bekommen habe. Das ist nämlich wirklich verrückt, um es euch zu sagen. Und zwar habe ich zum einen ein Paket, ihr seht es hier schon, vom Patrick bekommen. Den Patrick kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr öfters hier dabei seid im auf dem Kanal. Patrick hat uns immer wieder, oder was heißt uns, mir immer wieder, Dinge zugeschickt, die sehr, sehr hilfreich und auch teilweise sehr teuer waren für die Brickworld. Zum Beispiel die tollen Fenster, die wir für die Brickbank brauchen. Diese Fenster, die unten im Erdgeschoss drin sind, von denen ich ja 4 Stück hatte, aber eigentlich 8 Stück gebraucht habe und die ungefähr 15 bis 20 Euro das Stück kosten. Die hat er uns zum Beispiel zugeschickt, aber auch ganz viele andere Sachen. Und diesmal kam nochmal ein Paket und nochmal was ganz, ganz Verrücktes, Tolles und vor allem Teures. Und ich lese einfach mal vor. Und da geht schon mal danke dafür. Und sagt, moin, da die Brickworld nun umgezogen ist und die ersten Gleise verlegt werden, wird es Zeit für ein paar Züge. Ja, das finde ich auch. Da du angedeutet hast, dass sich die Krokodil sehr gut in deiner Stadt machen wird, dachte ich mir, ich lasse sie dir mal zukommen. Viel Freude damit und weiter so, Patrick. Und ja, es ist tatsächlich Krokodil. Also das Lego-Set, ich muss euch mal ein bisschen hochheben, damit ihr das sehen könnt. Das Krokodil-Lego-Set, die Crocodile, die inzwischen ja EOL ist, also End of Life, also das Set gibt es inzwischen gar nicht mehr von Lego, ist die Nummer 10277 mit 1271 Teilen. Ist an sich nicht motorisiert, kann sich motorisieren lassen, ist aber super auch im Maßstab für die Brickworld. Und das Set hat ursprünglich mal 100 Euro gekostet, inzwischen wird es gehandelt für ungefähr 130, 150, je nachdem. Ist tatsächlich auch noch OVP. Ich bin wirklich erstaunt, dass du mir das zugeschickt hast für die Brickworld. Da sage ich schon mal vielen Dank auf jeden Fall. Und die werden wir auf jeden Fall demnächst in die Brickworld bringen. Ich werde sie motorisieren und dann schauen wir mal, ob wir sie auch beleuchten. Und dann werden wir mal schauen, ob wir auch unter einem Stück Gleis dann mal hin und her fahren können. Also das wäre dann der erste Zug in der Brickworld. Also da bin ich gespannt, wie dieser Zug sich in der Brickworld geben wird hinter dem Bahnhof. Also darauf könnt ihr gespannt sein. Und ich sage auf jeden Fall nochmal vielen Dank dafür. Und das zweite Paket kommt von Chris. Chris ist ja auch nicht unbekannt hier auf dem Kanal, hat öfters schon uns ganz tolle Sachen für das Projekt zugeschickt. Noch hier wieder eine ganz tolle Box mit ganz vielen Sachen, vor allem sehr vielen kleinen Details, die wir in die Stadt einbauen können. Werde ich auch demnächst schon einbauen. Und ich dachte, wir schauen uns das Ganze auch mal kurz an. Dazu gibt es auch jetzt wieder einen Brief. Ja, der ist hier, den lesen wir auch gleich vor. Ich stelle euch jetzt hier erstmal kurz ab. Dann schiebt man mal den Karton bis zur Seite, damit wir auch das Ganze besser zeigen können. Und wir lesen erstmal den Brief vor. Hallo Daniel, wie gewünscht habe ich dir die Ritterfiguren aus dem Lego Store mitgebracht. Dazu noch ein Becher voller Tannennadeln. Ja, und zwar geht's, Ritterfiguren gab es ja kürzlich im Lego Store. Ich kann die euch gleich mal zeigen. Ich hoffe, das raschelt nicht so sehr. Die gab es ja kürzlich im Lego Store zu kaufen als Minifiguren. Da habe ich mir ein paar gewünscht sozusagen. Haben mir ja ein paar andere schon welche mitgeschickt. Hier sind nochmal welche drin, das schauen wir uns aber gleich nochmal an. Und dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Und Tannennadeln, das wissen wir auch gleich, was das ist. Die anderen Teile in den weißen Tütchen sind auch aus dem Store. Dachte, dass du die Teile bestimmt mal gebrauchen kannst. Das schauen wir uns alles gleich an. Zur Geburt deines dritten Kindes habe ich dir eine Frau mit Baby gekauft. Darum mussten auch noch 2 weitere Kinder, Mädchen und Junge, her, damit symbolisch deine Familie komplett wird. Habe ja gar keine Ahnung, wie sie aussehen. Dafür auch vielen Dank. Ich habe sie ja schon ein bisschen reingespäht. Wir schauen es uns gleich nochmal an. Und aus dem Store habe ich dir auch noch die als Lego-Stein verkleidete Figur mitgenommen. Und weil ich dachte, die könnte im Bahnhofsgebäude oder vor dem Lego-Laden stehen. Das ist eine sehr gute Idee. Vielen Dank. Dann gibt es noch viele verschiedene Kleinteile, Neuware, die ich dir über den Bricklink gekauft habe. Bei den 1x2 bedruckten Schrägsteinen habe ich angenommen, dass das so Teile sein sollen, wo man im Geschäft mit Karte bezahlen kann. Ja, ich habe schon mal reingeschaut, das sind tatsächlich solche Teile, so Bezahlterminals, oder man kann sie auch benutzen, einfach als Kasse. Ansonsten noch alles Mögliche für alle möglichen Bereiche in der Brickworld. Von Truhen für Dachböden über Hühner für den ländlichen Bereich bis hin zu Popcorn, damit deine Figuren eine Einweihungsfeier in den neuen Räumlichkeiten machen können. Viel Spaß beim Bauen, wünscht Chris. Und hinten drin ist noch ein Teil, den ich nicht vorlesen soll, habe ich aber gelesen. Und ich werde bei Bedarf darauf zurückkommen. Vielen Dank auch dafür. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was alles Tolles in diesem Paket drin ist. Ihr habt es gerade schon mal gesehen. Wir haben die Ritterfiguren, die sind wirklich ganz toll. Die kommen demnächst in die Altstadt. Wir haben da ja unser Mittelalter-Festival. Und da werden die auf jeden Fall einen Einsatz finden. Dazu gibt es das Ganze nochmal, also 6 Ritter auf jeden Fall schon mal. Und dazu kommt dann nochmal ein Paket hier mit der angesprochenen Figur im Lego-Kostüm. Hier sind noch die
2 Kinder und hier noch ein Mann. Ich habe es jetzt noch nicht ausgepackt. Auch dafür vielen Dank. Und ich muss mal schauen, wir haben hier die angesprochene Frau mit dem Kind. Natürlich sehr passend jetzt natürlich. Auch dafür vielen Dank. Und ich fange jetzt einfach mal an, einfach wild anzufangen. Wir haben hier noch ganz viele Teile. Wir haben hier diese Bezahlterminals. Noch so, ja, so Listen kann man als Einkaufsliste oder dergleichen benutzen. Und kleine Eimer, die sind wirklich auch ganz toll. Und Bürsten, also wirklich sehr viele Sachen, die eben den Detailreichtum in der Brickworld vorantreiben werden. Das hier sind Rollschuhe, da muss ich auf jeden Fall auch mal ein paar noch einbauen. Und hier haben wir noch ganz viele Pfannen und Töpfe und dergleichen. Auch das wird auf jeden Fall noch helfen. Ich muss ja auch zum Beispiel noch im chinesischen Restaurant die Küche endlich fertig bauen. Dann hier, das hängt eigentlich zusammen, haben wir hier diesen kleinen Popcornstand. Da könnte ich überlegen, dass ich den vielleicht doch in der Nähe vom Bahnhofsgebäude einbaue. Und dann haben wir hier noch ganz viel extra Popcorn. Das können wir dann auf jeden Fall auch mal in die Nähe bauen. Das bringt, glaube ich, auch noch so ein bisschen die Geschichte mit rein. Das könnte dann auch ganz nette Sache werden. Dann haben wir hier noch so, ja, das sind so Babyfläschchen. Ich weiß nicht, seht ihr es? Ja. Und Löffel, auch das super praktisch für alles Mögliche. Hier haben wir Truhen und was haben wir hier noch drin? Ja, Stühle. Die kann man auf jeden Fall auch, zum Beispiel die Truhen, auch ganz gut im Mittelalterfestival benutzen. Hier der angesprochene Becher mit den Tannenteilen. Das sind ja diese, eigentlich sind es Pflanzteile für, ja, ich nutze die auch sehr viel für eine Bodengestaltung. Damit kann man aber sehr gut die Tannenbäume machen. Könnt ihr mal im Store reinschauen, dann seht ihr, was ich meine in meinem Online-Shop. Und dann haben wir hier noch, ja, Karotten, Kürbisse, dann hier diese kleinen Erdbeeren etc. Also ganz viele Sachen, wie gesagt, für Details alles Mögliche. Und auch immer ganz toll, Hühner. Hühner sind echt eine super Sache. Vor allem, wenn wir demnächst mal in den ländlichen Bereich kommen, kann man das super einbauen. Und hier sind das sind so, ja, so bläuliche Flammen, die kann man für alles Mögliche eher im Bereich des Wassers benutzen. Hier noch eine Minifigur, die ihren Weg in die Stadt finden wird. Und hier haben wir noch mehr von diesen, das sind Donuts. Und das hier sind so Cheese Slopes, die man auch im Prinzip auch als Käsestücke benutzen kann. Und was haben wir hier noch? Da haben wir noch welche von diesen goldenen Figuren. Seht ihr die? Die kann man auch immer ganz gut für alles Mögliche benutzen. Und dann haben wir hier noch, wir haben noch diese Figur. Die ist auch ganz nett. Ja, bin ich mir nicht ganz sicher, was ich damit mache, aber ich habe ein paar Ideen. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was wir damit machen können. Ansonsten haben wir hier noch ein paar Tüten. Da können wir mal kurz reinschauen. Ich hoffe, es raschelt jetzt nicht zu sehr. Da sind noch ganz viele von diesen Pflanzelementen drin. Die habe ich in der Brickworld tatsächlich noch nicht so oft benutzt. Da kann man noch ein bisschen mehr Farbe reinbringen. Vor allem ist das ja dieses Olivgrün. Und hier drin, ich habe alle Tüten mal schon ein bisschen aufgemacht, damit wir uns da jetzt ein bisschen das Ganze ersparen. Ich mache das mal ein bisschen abseits der Kamera, damit es nicht total laut ist. Hier sind noch ein paar von diesen Eimer-Einer-Fliesen in diesem, ja, ich glaube, es ist Sand Blue, müsste die Farbe sein. In der nächsten Tüte haben wir noch welche von diesen schicken Fenstern. Ich habe schon ein paar Ideen, was man in denen machen kann. Ich finde die wirklich sehr, sehr praktisch. Die sind auch relativ neu, die Teile. Damit kann man endlich mal was Nettes bauen, was auch wirklich rund ist. Mal schauen, wo ich die einbaue. Ich habe hier noch ein paar Ideen für zukünftige Gebäude. Und in der letzten Tüte sind noch ganz viele Eimer Zweierflies in Weiß. Die kann man auch nie genug davon haben. Und da habe ich noch was vergessen, sehe ich gerade. Und zwar haben wir noch diese Minifigur. Das ist so eine Art Musiker. Und dazu noch diese Minifigur. Auch ganz nett, mal was ganz anderes. Und da würde ich sagen, auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch für dieses tolle Paket, Chris. Und ganz vielen Dank natürlich auch an dich, Patrick. Vielen Dank. Und ich würde sagen, das ist das Video für heute. Ich wollte euch einfach zeigen, was so angekommen ist, weil ich habe jetzt natürlich nicht unbedingt Zeit, habe jetzt nochmal gleich ein Update-Video zu machen. Aber das hier wird demnächst seinen Platz in der Brickworld finden. Und zudem wollte ich einfach Danke sagen dafür. Und dann sage ich Danke für alle, die zuschauen. Danke für alles, was den Kanal betrifft, für eure Daumen nach oben, eure Kommentare. Schreibt unter die Kommentare, was ihr wollt. Ich versuche alles zu beantworten. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich denke, das nächste Video wird ein richtiges Update-Video sein. Und dann sage ich nur noch Tschüss.